Herzlich willkommen zum dritten und letzten Video über die systemische Falle. Heute stelle ich vor, wie man die systemische Falle in Transformationen vermeiden kann. Es gibt zwei kurze Videos, die Sie sich vorher anschauen sollten, wenn Sie den Kontext brauchen. Das erste erklärt, was die systemische Falle überhaupt ist und wie Transformationsprojekte typisch ablaufen. Das zweite beschreibt Beobachtungen aus der Umsetzungspraxis, um die Wirkung zu verstehen. Wir wissen, dass die systemischen Fallen dafür verantwortlich sind, dass mindestens 2 von 3 Transformationsinitiativen scheitern. Umgehen lassen sie sich durch einen Ansatz, der ein anderes Vorgehen erfordert, als aktuelle Management- und Consulting-Praktiken bieten. Wie läuft das ab? Die Analyse und Zielbildentwicklung ist genauso wie bisher, muss aber um einen Aspekt erweitert werden, der sicherstellt, dass das Zielbild auch den Weg von der aktuellen hin zur erforderlichen Führungskultur einbezieht. Das hat viele Faktoren und erfordert einige Analyseschritte und Projekterfahrung. Im nächsten Schritt erfolgt die Befähigung der zentralen Personen für die Veränderung, die ich im letzten Video als Readiness erklärt habe. Erst danach bzw. Hand in Hand mit dieser Readiness werden die Systeme und Prozesse in partizipativen Formaten angepasst und im Weiteren implementiert und optimiert. Das klingt logisch, ist aber meist nicht die Realität, weil das Management auf Transaktion getrimmt ist und die Zeit drängt, weil es oft schon gescheiterte Transformationsversuche gab oder Veränderungen zu spät angegangen wurden. Das Top-Management erwartet in der Regel schnelle Erfolge. Wir haben ein Vorgehensmodell entwickelt, das wir organisches Transformationsphasenmodell nennen. Damit wird die Strategieumsetzung und die kulturell erforderliche Führungskultur gleichzeitig adressiert und stellt sicher, dass systemische Fallen die Veränderung nicht ausbremst oder gar zum Scheitern bringt. Die Erfahrung zeigt, Phasen zu überspringen kostet am Ende immer mehr Zeit, als man vermeintlich mit schnellen Transaktionen einspart. Dafür wenden wir unter anderem die international erprobte Leadership-Methodik von News, Navigating in Times of Change an, um Führungslücken zu schließen, Readiness herzustellen und die Verantwortlichen so zu befähigen, dass sie sich und andere im sogenannten Umsetzungsband halten bzw. sie da hineinholen. In Video 2 zum Thema erkläre ich, was das Umsetzungsband ist. Dabei spielen 4 Bereiche eine Rolle, die Sie hier sehen. Wir analysieren in jeder Führungsebene die Lücken und stellen Ansätze bereit, die auch bei hohem Umsetzungsdruck schnell und pragmatisch zur Anwendung kommen. Das passiert mit unterschiedlichen Formaten, die von erfahrenen Transformation Guides so beim Kunden implementiert werden, dass Strategieumsetzung und Kulturprägung Hand in Hand gehen und systemische Fallen vermieden werden. Die verantwortlichen Führungskräfte lernen in der Readiness und in der Transmissionsphase, die Transformation selbst wirksam zu führen. Zudem entsteht dabei eine generelle Kultur der Veränderungsfähigkeit, die heute Erfolgsfaktor Nummer 1 für Unternehmen darstellt. Wenn Sie das interessiert, sprechen Sie mich an. Sie finden mich auf LinkedIn oder alle Kontaktinfos auf unserer Website. Ich freue mich auf den Austausch und vermittle gerne ein Gespräch mit einem unserer Kunden. Vielen Dank.